Hallo, hallo. Ja, hier möchte ich die Anleitung zu dem Fächermäppchen jetzt zeigen. Das ist das Anleitungsvideo dazu. Die Gestaltung, ne? Und wie es aussieht, habt ihr ja schon gesehen. Aber dachte ich, ja, ich mache mal noch dieses Video fertig und zeige euch. Und ich wünsche euch guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit, Glück, alles Gute. Ja, und jetzt kommt das Video. Viel Spaß. So, ich habe mal diesen Block aus dem Kek rausgeholt, ein Pack Papier, 1 Kilo Pack, ne? Hier diese Muster drin. Habe ich schon echt lange schon. So, dann möchte ich da ein paar Streifen ausschneiden. So, also ich habe jetzt aus dem Blatt mir 3 Blätter habe ich mir rausgeholt. Eins ist geblieben. Aus 2 Blatt, aus 2 solchen Blätter habe ich mir jetzt die Fächern sozusagen, Rohlinge, ausgeschnitten. Bei mir sind das dann Maße 13,5 mal 7,3 und dann gefalzt bei 3,5 und bei 10. Dann ergibt sich dieser Überschlag, ne, dass man den verkleben kann, ne, dass das zusammen dann geklebt wird, diese Tasche, sozusagen so ein Fächerfach. Und habe ich jetzt ausgerechnet aus dem A4 Blatt, ne, für meine so Maße abgewandelt eben dann. So, davon brauche ich 10 Stück, ne, und dann wird gefaltet. Das musste ich erstmal rechnen, dass es mir auch reicht, ne, dass eben bei A4 Blatt, wie das dann ausfällt, ne. So ist das dann okay. So. Wie gesagt, 3,5 und 10. So, also kommt das. Hier, das ist das Cover sozusagen, der Einschlag, so zum den Umschlag. Und das heißt, hier habe ich 23 mal 7,5 und dann gefalzt bei 6, bei 8, bei 16 und bei 18. Ja, und hier diese kürzere Lasche ist dann eben der Deckel und das wird dann sozusagen das Einsteckfach für diese ganze Fächer sein, ne? So, ich überlege, ob ich das noch schmaler mache. Ne, ich lasse es so. Da ist mir Abstand, ne? Aber es darf sein, glaube ich. Ich kann es ja dann später gucken, wenn ich es kürzer machen möchte. Weiß nicht.
viel habe ich hier? Oh, ich glaube schon, dass ich da 7 nehme, ne? Ich glaube doch. Okay. Oh, Hände glitzern. Hände glitzern. Ich habe so ein Papier rausgeholt aus einem alten Actionblock, ne? So ein von Mix and Match. So. Das. So. Das wird auf 7 gekürzt. Ich glaube, ist besser so. 7. 7. So, also da habe ich jetzt 23 mal 7 und gefaltet bei 6, bei 8, bei 16 und bei 18 cm. So, habe es jetzt schon gefaltet. So, dann werden diese Taschen ganz schmale Klebestreifen kommt da drauf. Dann geht das weiter, ganz schmal. So, jetzt sind sie ja verklebt und da so einen Griff, Mulde sozusagen, dann noch einstanzen. Nehme ich einfach hier, habe so einen Stanzer, Kreisstanzer, ne? Und so circa gucke ich, dass es passt. Alle 10 Stück werden dann eingestanzt, mittig. So. Weiter. Das habe ich ja jetzt auch schon vorbereitet. Dann werden die an der verklebten Seite, ne, mittig aufeinander geklebt, ne? Einer nach dem anderen. So. Ja, soll ich auch. Passen.
Zwischendurch justieren, das ist alles schön. Nein, kann ich so drauf regeln. Könnte auch 12 reinlegen. Aber bleibe ich mal bei 10. So, dann so die Wanne, dass das passt. Okay. Und dann ja, haben wir so eine Ziehharmonika. Nicht mitten innen drin, dürfen sie nicht, ne, verkleben und kontrollieren. Ja. Ja, so eine Fächermappe bekommt man raus. So schön verkleben. Und dann wird es hier reingeklebt, ne? Einfach so auflegen. Da ist oben, das ist unten, ne? Da. Und dann ja, so sieht es aus, ne? Es füllt aus. Bauscht sich so ein bisschen auf. Gut, weil da kann ich jetzt wieder auf der Seite, ne? Komplett Kleber auftragen, dass er schön klebt, ne? So, dann kommst du hier drauf. Da lege ich über die Falzlinie, ne? Da ist die Falzlinie und das liegt oben drüber. So soll ich auch gleichmäßig auflegen und dann, wenn man dann schließt, dass es gut anliegt, ne? So soll es sein. Okay, das da. So, dann möchte ich noch Kärtchen reinschneiden. So, ich habe so Restpapier noch anlegen, dachte ich, dann kann ich ja damit noch Kärtchen machen. Das heißt dann 7,3. Genau die Höhe so auch machen, mal 6, ne? Okay. So, und dann brauche ich auch 10 Stück. Sechs. Ja, da wird wohl nichts. Oder doch? Ja, dann. Passt ja. Dann 6.
So, dann habe ich 10 Stück. So, dann habe ich 10 Kärtchen. 7,3 mal 6, ne? Und die kommen da alle rein. Passen genau. Es kann ein Foto drauf oder man kann auch Teebeutel reinbinden, Packungen, ne, reintun. So, hier muss ich noch festkleben. Das da. Den Rand muss ich erstmal einsparen, dass es nicht rauskommt, ne? Und so bis die ganze Fläche. So, das. Und dann wird aufgeklebt. So. Und weil es sich so aufbauscht, dann ist es ja okay, ne? Und dann also ein Tischchen. Alles gut. Ja, passt das. Und dann ja, kann man sie ja verschließen, wie man so möchte. Ich würde sagen, man könnte ein ja, normalerweise Magnet machen oder auch so ein Knopf, dass man das so hineinsteckt, so ein Steckfach könnte man auch noch machen, ne? Ja, so sieht's aus. Ja, ja, echt schön, gefällt mir. Können die ganzen Einstecktaschen rein. Ja, so sieht's aus. Schön, ne? So ein rosa. Schimmert anders, aber es ist rosa. Glitzer. So eine Folierung. Rosa Folierung. Passend, ne? Zu den Designpapier. Zu dem Papier, ne? So, ja, mal schauen. Ich werde noch dekorieren.